Hallo zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo ich euch erzähle, was mich diese Woche so gebrochen hat. Und diese Woche haben wir die SVP, die einmal mehr unsere Verfassung irgendwie mehr so ein bisschen als WC-Papier benutzen will, um ein paar Asylanten rauszunäkeln. Wir reden über die Valerie Dietli und was die jetzt eigentlich genau gemacht hat in ihrer staatsanwaltschaftlichen Pflicht mit Steuereintreibungen oder eben nicht. Und ich hätte eigentlich gerne einen Bericht über die Palästina-Demo angebracht. Geht jetzt leider nicht. Wir haben noch Interviews zum Führen, unter anderem mit Teilnehmern von der Demo und mit Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren. Darum, ja, machen wir da gerade am Anfang. Da unten Subscribe-Button. Nächste Woche kommt das. Wollt ihr nicht verpassen, kann ich auch jetzt schon mal sagen. Ja, das wär's. Intro. Anfang Februar 2025 hat die Schweizer Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen islamischen Anschlag vereitelt. Bundesanwalt Stefan Blättler erklärte gegenüber dem dass ein 18-jähriger Deutschschweizer sich im Internet radikalisiert habe und mit einem online gekauften Messer einen Anschlag ausführen wollte. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Laut Blättler laufen in der Schweiz über 140 Terrorverfahren, so viele wie noch nie. Der vereitelte Anschlag zeigt, die Bedrohung geht nicht von kriminellen Asylbewerbern aus, sondern von einzelnen radikalisierten Personen. Gerade weil der Verdächtige Schweizer ist, bricht der oft kolportierte Zusammenhang zwischen Terrorismus und Asylkrise in sich zusammen. Ein 18-jähriger Schweizer plant den Anschlag und trotzdem wird wieder auf kriminelle Asylanten eingeprügelt. Wie ist klar, so schnell malen unsere Behörden gar nicht. Das ist kein Asylproblem, es ist ein Integrations- und Präventionsversagen. In Schulen, im Sozialumfeld und vor allem im digitalen Raum. Anstatt immer neue Mauern um Bundesasylzentren zu ziehen, sollten wir uns einfach fragen, wieso junge Menschen da mitten unter uns in der Leere landen und dann in der Radikalisierung gedeihen. Die über 140 Terrorverfahren sind keine 140 Bombenleger, sondern meist Propaganda, Geldflüsse, Dschihad-Träumereien im Netz oder Reiseplanungen, um den IS zu besuchen. Die eigentliche Gefahr sitzt also nicht im Asylheim, sondern in der Lücke von unserer Gesellschaft. Nach den Wahlen 2023 hat sich die Bundesversammlung nach rechts verschoben. Das Parlament hat seither mehrere Verschärfungen des Asylsystems beschlossen. Medizinische Asylgesuche einschränken. Das heißt, Kranke raus, solange sie halt noch stehen können. Behandelt wird nur, was den Tod verhindert, nicht was dir das Leben ermöglicht. Und wer Pech hat, stirbt halt dort, wo es statistisch nicht auffällt. Vorläufig aufgenommene Menschen länger warten lassen. Aktuell 5, neu den 10 Jahren. Vorläufig heisst, kein fester Boden, kein Ankommen, kein Vertrauen. Ohne Arbeit bleibst du arm und Armut macht dich in dem Land verdächtig, nicht schützenswert. Integration? Unmöglich, wenn man dich jederzeit einfach aus deinem Zuhause zerren kann und zurück in ein Land schickt, wo dich schon vor Jahren abgeschrieben hat. Kriminelle Asylsuchende ausschließen. Tönt nach Härte, ist aber reine Willkür. Weil im Gesetz heisst Straftat nicht Mord, sondern auch S-Bahn ohne Billett, Streit im Heim oder zu viel Appenzeller im Blut. Wer Pech hat, verliert dafür sein Bleiberecht. Noch bevor ein Gericht überhaupt entschieden hat. Und das Beste? Bei schweren Delikten gibt es gar keine Haft, sondern Ausschaffung. Und wer ausgeschafft wird, kann später einfach wieder an der Grenze stehen und neu Asyl beantragen. Härte zeigen, Ineffektivität fördern. Das ist SVP-Logik in Reinform. Schärfere Grenzkontrollen. Das klingt noch durchgreifen, aber ist hauptsächlich ein Theater fürs Wahlvolk. Gegen Migration bringt das praktisch nichts. Die meisten Asylsuchenden schleichen sich ja nicht in der Nacht durch den Wald, sondern kommen an den offiziellen Übergang und stellen sich selber. Mehr Polizei an der Grenze ändert daran genau gar nichts. Was sie aber tatsächlich stoppen, sind Zigaretten, Drogen, unverzolltes Fleisch, Schmuggel halt, so das klassische Gewerbe zwischen Bodensee und Chiasso. Also, wenn es wirklich um Kriminalität geht, bitte kontrolliert. Aber hört auf, das als Migrationspolitik zu verkaufen. Status S für ukrainische Flüchtlinge. Schutzstatus S soll nur noch für Personen gewährt werden, wenn die Rückkehr ins Herkunftsgebiet als nicht zumutbar gilt. Also wenn die Frontlinie im Krieg 2 Dörfer weiter liegt, dann ist es anscheinend sicher. Diese Maßnahmen sind Teil eines Trends, der Flüchtlinge für strukturelle Probleme verantwortlich macht.
Der Bundesrat argumentierte, vergebens bestehende Gesetze ermöglichen bereits den Ausschluss straffälliger Asylsuchender, doch im Parlament setzen sich harte Forderungen durch. Bevor man die Schrauben weiter anzieht, lohnt sich ein Blick auf die Realität der Betroffenen. Asylsuchende mit N-Ausweis dürfen während des Aufenthalts in Bundesasylzentren nicht arbeiten. Erst wenn sie einem Kanton zugeteilt sind, können sie mit Unterstützung eines Arbeitgebers eine befristete Stelle beantragen, sofern der Arbeitsmarkt und die Lohnbedingungen stimmen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Auch ein Berufs- oder Stellenwechsel bleibt bewilligungspflichtig. Zahlreiche kantonale Hürden beschränken die Jobsuche zusätzlich. Viele Geflüchtete landen deshalb in niederschwelligen Beschäftigungsprogrammen mit Tageslöhnen um die 20 Franken. Also Asylsuchende mit N-Ausweis dürfen nicht arbeiten, bis sie einem Kanton zugeteilt werden. Und selbst den nur, wenn sich ein Arbeitgeber findet, der den Papierkrieg auf sich nimmt. Das heißt Monate, manchmal jahrelange Stillstand. Ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Alltag. Und ohne Alltag keine Integration. Teilhabe am sozialen Leben kostet Geld und ohne Arbeit kein Geld. Ohne Geld keine Integration. So einfach, so absurd. Man sperrt Menschen wirtschaftlich aus und wundert sich dann, dass sie nicht dazugehören. Wer ausreisepflichtig wird, fällt in das Nothilferegime. Abgewiesene Asylsuchende erhalten lediglich eine notdürftige Unterkunft und je nach Kanton 8 bis 12 Franken pro Tag. Diese Minimalhilfe soll Menschen zur freiwilligen Ausreise bewegen, führt aber zu extremer Armut. Paradoxerweise können die Betroffenen trotz fehlender Papiere oder Gefahr im Heimatland wegen illegaler Anwesenheit gebüßt oder sogar inhaftiert werden. Ende 2022 lebten rund 2922 Menschen in diesem Nothilferegime. Das Staatssekretariat für Migration betont, dass auch anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene ihre Arbeit nur in der ganzen Schweiz ausüben dürfen, wenn sie gemeldet sind und die kantonalen Bedingungen erfüllt sind. Obwohl PolitikerInnen gerne von kriminellen Asylbewerbern sprechen, zeigen Studien ein differenziertes Bild. Nach Angaben des Kriminologen Dirk Bayer waren 2023 nur 4,4% der Asylsuchenden als Tatverdächtige registriert. 95,6% hielten sich an die Gesetze. Viele Delikte seien kleine Eigentums- oder Vermögensdelikte mit geringem Sachschaden. 4,4 als Tatverdächtige. Tatverdächtig, nicht verurteilt, nicht Täter, nur tatverdächtig und Racial Profiling. Die Überrepräsentation von ausländischen Tatverdächtigen in Statistiken lässt sich hauptsächlich durch Racial Profiling, höhere Strafen für Ausländer und die Kriminalisierung des Aufenthalts erklären. Seit 2005 kann der bloße illegale Aufenthalt nach Artikel 115 AIG mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Was denn natürlich auch nicht passiert, dass sie anstelle von Gefängnis ja dann ausgeschaffen werden sollen. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kriminalitätsrisiken eher mit Geschlecht, Alter und sozioökonomischem Hintergrund zusammenhängen. Arme, schlecht ausgebildete junge Männer begehen häufiger Straftaten, unabhängig von der Nationalität. Da Asylsuchende in dieser prekären Gruppe überrepräsentiert sind, erscheinen sie in der Kriminalstatistik häufiger. Aber klar, schlechte Bildung, Kriminalität und den Studiengebühren, stonks! Haben wir ein Video gemacht. Eine jüngere ökonomische Studie verknüpfte kantonale Sozialhilfesätze mit individuellen Kriminalstatistiken und fand, höhere Sozialhilfe reduziert strafrechtliche Anklagen, insbesondere Eigentums- und Drogendelikte. Die Forschenden folgern, dass ausreichende Unterstützung die öffentliche Sicherheit verbessert, ohne die Arbeitsmarktintegration zu behindern. Aber wo können wir das Geld für so etwas nur hernehmen? Ich meine, einerseits denke ich, dass so ein 500 Franken Freibetrag für Sozialhilfeempfänger wäre top. Das hilft, den sozialen Anschluss nicht zu verlieren und es geht zu 100% in Konsum. Sozialhilfeempfänger sparen nicht. Und wenn es nicht nur das ist, notfalls. Diese Befunde decken sich mit Erfahrungsberichten aus humanitären Organisationen. Wer nur 8 Franken pro Tag erhält und jahrelang nicht arbeiten darf, hat kaum Möglichkeiten, sich zu versorgen. Im Winterthurer Rückkehrzentrum Prelay beschreiben Betroffene, dass sie zum Nichtstun verdammt seien, mit strenger Präsenzkontrolle, Arbeits- und Ausbildungsverboten. Unabhängige Kommissionen kritisieren, dass die Nothilfe häufig jahrelang dauert und Menschen psychisch krank macht. Selbst Kinder leiden unter prekären Lebensbedingungen und fehlendem Zugang zur Schule.
Diese aktuellen SVP-Motionen wollen straffällige Asylsuchende vom Asylverfahren ausschließen oder ihre Beweglichkeit schon bei Verdacht einschränken. SVP will straffällige Asylsuchende vom Verfahren ausschließen oder ihnen schon bei Verdacht Bewegungsfreiheit nehmen. Das ist nicht nur dumm, das ist verfassungswidrig. Die Unschuldsvermutung ist kein Vorschlag. Es ist ein Fundament von unserem Land. Und die SVP kommt da schmierig und unrasiert um die Ecke, knickt die Verfassung nach vorne, spreizt ihre Arschbacken und rammt den Ananas mit dem grünen Teil zuerst rein. Solidarité Sans Frontières kritisiert, dass die Motionen auf irreführenden Zahlen basieren und massiv in Grundrechte eingreifen. Bereits heute erlaubt Artikel 53 des Asylgesetzes den Entzug von Asyl oder vorläufiger Aufnahme bei schweren Straftaten. Darüber hinaus garantiert Artikel 10 Absatz 2 der Bundesverfassung die Bewegungsfreiheit. Das Non-Refoulement-Gebot der Genfer Flüchtlingskonvention verbietet Rückschaffungen in Gefahrenzonen. SOSF warnt, dass zusätzliche Sondergesetze für AusländerInnen unnötig und diskriminierend sind. Sie würden rassistische Stereotype bedienen und die Betroffenen doppelt bestrafen. Statt weitere Verschärfungen zu beschließen, sollte man der Schweiz ihr Asylsystem neu ausrichten. Arbeitsverbot abschaffen und Integration ermöglichen. Wer arbeiten darf, ist weniger auf Sozialhilfe angewiesen und begeht weniger Beschaffungsdelikte. Der Zugang zum Arbeitsmarkt muss vom Goodwill der Kantone entkoppelt und auf alle Branchen ausgeweitet werden. Für vorläufig Aufgenommene soll die Aufenthaltsbewilligung nach wenigen Jahren Integration möglich bleiben. Existenzsicherung statt Abschreckung. Das Nothilferegime mit 8 Franken pro Tag ist menschenunwürdig und führt nachweislich zu Armut und Kriminalität. Höhere Sozialleistungen wirken laut Studie kriminalpräventiv und stärken die Integration. Liebe SVP, Statistiken richtig lesen. Kriminalität hat komplexe Ursachen, polizeiliche Kontrolle und das Ausländergesetz selber verzerren da schon Zahlen. Wer Geflüchtete als Sicherheitsrisiko stigmatisiert, lenkt von tatsächlichen gesellschaftlichen Problemen ab. Solidarität statt Sündenböck. Der verhinderte Anschlag vom radikalisierten Schweizer Bürger widerlegt die populistische Gleichung von Terroristen sind alles Asylanten. Sicherheit entsteht durch faire Chancen und gesellschaftliche Teilhabe, nicht durch Ausschluss. Ein Asylsystem, wo Menschen ohne Perspektive in Lager sperrt, Arbeitsverbot verhängt und sie am Existenzminimum halten, produziert Verzweiflung und damit Kriminalität. Stattdessen braucht es strukturelle Reformen, legale Arbeitsmöglichkeiten, ausreichende Unterstützung, Zugang zu Bildung und die Einhaltung der Grundrechte. Nur so kann die Schweiz Sicherheit und Menschenwürde gleichzeitig gewährleisten. In den vergangenen Monaten sorgte im Kanton Waadt eine komplexe Steueraffäre für politische Turbulenzen. Im Zentrum steht Valerie Dittli der Mitte, die erst 2022 zur Staatsrätin gewählt wurde und bis März 2025 das Finanz- und Landwirtschaftsdepartement leitete. Untersuchungen wegen Amtsmissbrauch und der Vorwurf einer Amtsgeheimnisverletzung werfen Fragen auf. Hat die Politikerin das Gesetz gebrochen oder wird sie für das Aufdecken eines systematischen Steuerproblems bestraft? Dieser Artikel ordnet die Geschehnisse ein, erläutert die juristischen Untersuchungen und zeigt, dass der eigentliche Skandal viel weiter zurückreicht. Der Kanton Waadt führte 2001 eine Vermögenssteuerbremse ein, Bouclier fiscal. Für besonders vermögende Steuerpflichtige dürfen die Summe aus Vermögens- und Einkommenssteuern maximal 60% des steuerbaren Einkommens betragen. Ist das deren Scheiß Ernst? Steuerbares Einkommen ist schon so ein absurder Trick. Hey Anna, zuerst mal schön, dass du da bist und das Video bis dahin noch geschaut hast. Du musst mir jetzt schnell helfen und für ein Beispiel anheben. Du als durchschnittliche Angestellte verdienst, sagen wir 80.000 Franken im Jahr. Dann hast du einiges an Versicherungen und Berufsauslagen, sagen wir mal, sind im Schnitt ca. 8.000 Franken im Jahr. Dies steuerbare Einkommen ist also 72.000 Franken. Vereinfacht kommt deine Steuerlast also auf ungefähr 10.000 Franken im Jahr. Und hoi Beat, du steuervermeidender Hurensohn, schalt jetzt gescheiter ab. Wir wissen, dass du einen Kapitalertrag von ca. 2 Millionen Franken im Jahr hast. Aber der Einfachheitsliebe sagen wir jetzt halt einfach mal, dass ungefähr 1,95 Millionen, die sind halt in Aktien, Vermögensverwaltung, Wohneigentum und all dem Zeug, was einen Wert hat,
aber nicht direkt als Geld existiert. Das sind dann noch 5000 Franken steuerbares Einkommen. Und ich glaube, wir sehen alle, wo die Reise angeht, mit 60% Deckel. Genau, der Beat zahlt 30.000 Franken. So ungefähr. Die Regel sollte verhindern, dass Millionäre in Kantone mit niedrigeren Vermögenssteuern abwandern und war formal gesetzlich verankert. Umstritten war aber, wie die Steuerbremse berechnet wird und wer davon profitiert. Ein externer Bericht des ehemaligen Genfer Rechnungshofpräsidenten François Pécher, den der Wattländer Regierungsrat im Sommer 2025 in Auftrag gab, untersuchte die Praxis der Steuerverwaltung zwischen 2009 und 2021. Pécher kam zum Schluss, dass die Vermögenssteuerbremse jahrelang rechtswidrig angewendet wurde. Nach dem Bericht zahlten etwa 1.000 bis 4.000 besonders wohlhabende Steuerpflichtige während dieser Jahre zu wenig Steuern, weil ihre Steuerrechnung trotz wachsender Einkommen gekappt wurde. Die Steuerverwaltung hat also 2011 gewusst, dass sie das Gesetz falsch interpretiert. Und danach haben sie halt einfach fast 10 Jahre lang nichts. Durch die Praxis sind am Kanton laut dem Pécher zumindest Hunderte von Millionen von Franken entgangen. Der Steuerdeckel war also ursprünglich als Standortförderung gedacht, wurde aber zum Vehikel einer ungerechten Steuerbegünstigung für Reiche, die dem Kanton langfristig Mittel entzog. Der Skandal betrifft insbesondere die Amtszeit von Pascal Brûlé, natürlich FDP, der von 2002 bis Anfang 2022 als Finanzdirektor amtierte. Brûlé bestreitet zwar große Steuerausfälle und argumentiert, die Vermögenssteuerbremse habe dazu beigetragen, wichtige Steuerzahler im Kanton zu behalten, dennoch wird seine Rolle im Rahmen einer parlamentarischen Untersuchung geprüft. Valerie Dittli, 1992 in Zug geboren, machte als Juristin und Agrarwissenschaftlerin Karriere. Für die Mitte-Partei, die zuvor nicht im Wattländer Parlament vertreten war, wurde sie im April 2022 überraschend in den Staatsrat gewählt. Als Senkrechtstarterin erhielt sie das wichtige Finanz- und Landwirtschaftsdepartement. Ihre Wahl war Teil der bürgerlichen Alliance Vaudoise aus Mitte, FDP und SVP. Und da haben sich die Bürgerlichen wohl ganz schön selber ins Bein geschossen. Eine von der Iren ist jetzt als Messer geliefert worden. Aber schauen wir zuerst mal weiter. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit traten Spannungen zwischen Dittli und ihrer Generaldirektorin für Steuern Mariette Kellenberger auf. Ein externer Untersuchungsbericht des ehemaligen Neuenburger Regierungsrats Jean Studer von der SP, den der Nationalrat im Frühjahr 2025 im Auftrag aller Regierungsmitglieder erarbeiten ließ, stellte eine schwer beeinträchtigte Zusammenarbeit zwischen Dittli und ihrer Steuerchefin fest. Der Bericht warf Dittli vor, Kompetenzen überschritten zu haben, als sie die Aufhebung von Steuerveranlagungen für besonders reiche Steuerpflichtige veranlagte. Diese Anweisung bezeichnete Studer als illegal. Zudem fand der Bericht Hinweise auf eine mögliche Verletzung des Amtsgeheimnisses. Dittli soll einerseits versucht haben, vertrauliche interne Vorhaben mit Lobbyisten aus der Wirtschaft zu diskutieren, andererseits Informationen aus Staatsratssitzungen nach außen gegeben zu haben. Also mal ehrlich, wenn es stimmt, dass Dittli interne Steuerpläne mit Lobbyisten besprochen hat, dann ist das keine Kommunikation, das ist Korruption. Lobbyismus ist ja eigentlich verboten. Also nicht Lobbyismus, sondern Korruption. Und was ist Lobbyarbeit, wenn nicht Korruption? Aber dann steht im gleichen Bericht, sie hätte Informationen aus Staatsratssitzungen nach außen gegeben. Und da wird es spannend. Weil nach außen kann da alles heißen. An Lobbyisten weitergehen, schlecht. An Journalisten oder Bevölkerung, richtig gut. Wenn es das Letztere war, dann ist sie keine Verräterin, sondern eine Whistleblowerin im Staatsrat. Und ich sage mal so, wenn du gegen ein System kämpfst, das Recht schützt, wo dich dann dafür am Amtsmissbrauch bezichtigt, dann bist du vielleicht nicht unbedingt im falschen Amt, sondern mehr einfach im falschen Jahrhundert. Als Reaktion auf den Studer-Bericht entzog die Wattländer Regierung Dittli am 21. März 2025 mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für Finanzen und Steuern und übertrug ihr andere, weniger zentrale Ressorts. Im April sprach Bildungsdirektor Frédéric Borloo von der FDP als Interims-Finanzdirektor von einer kritischen Situation. Dittli war zu dieser Zeit krankgeschrieben. Von allen Seiten hagelte es Kritik.
Enkelparteien bemängelten Lobbyismus für Reiche, Rechte monierten mangelnde Erfahrung und interne Streitigkeiten. Die Situation verschärfte sich, als die Westschweizer Zeitung Le Temps ab März 2025 fortlaufend über interne Diskussionen berichtete. Ein Artikel vom 16. August 2025 enthüllte, dass der Bécher-Bericht nicht fristgerecht publiziert wurde und erwähnte anonyme Parlamentarier als Quellen. Da wird wieder richtig verschleiert, was nun geht. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Anklage wegen Lobbyismus, alle klar. Aber dass sie versucht hat, hinterzogene Steuern einzutreiben, das geht natürlich gar nicht. In der Schweiz darfst du reich sein, du darfst Steuern vermeiden, du darfst sie sogar vergessen. Aber wehe, du willst sie bei den Reichen eintreiben. Und zahlen darf es am Schluss wieder die Mittelschicht. Immer. Wegen der Medienleaks erstattete der Staatsrat am 1. September 2025 Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung. Der Waadtländer Generalstaatsanwalt Erik Kaltenrieder leitete am 16. September 2025 eine Strafuntersuchung ein. Da die Quelle der Leaks laut Le Temps ein männlicher Abgeordneter sei, lud der Generalstaatsanwalt am 9. Oktober 2025 alle 92 männlichen Abgeordneten des Kantonsparlaments als Zeugen vor. Eine in der Schweiz beispiellose Aktion. Jeder der 92 Parlamentarier wurde rund 20 Minuten befragt, um den Abgeordneten zu identifizieren, der den Bericht weitergegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass den Parlamentariern keine Straftat vorgeworfen wird. Die Untersuchung richtet sich gegen jene Person, welche die vertraulichen Informationen einem oder mehreren Parlamentariern zugesteckt hat. Zum Zeitpunkt der Befragungen waren noch keine Ergebnisse bekannt. Der Generalstaatsanwalt versprach, zu gegebener Zeit zu informieren. Warum sind die Berichte eigentlich geheim? Wir reden da nicht von Militärgeheimnis oder Spionage, sondern über Steuerbetrug. Über Geld, wo der Allgemeinheit fehlt. Und statt den Betrug offenzulegen, werden jetzt 92 Parlamentarier verhört, um herauszufinden, wer den Bericht weitergegeben hat. Also nicht, wer hat die Steuern hinterzogen, sondern wer hat es erzählt. Parallel zur Geheimnisfalluntersuchung eröffnete der Generalstaatsanwalt im Mai 2025 ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen Dittli. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe die Politikerin eine Führungsperson angewiesen, Steuerveranlagungen nachträglich zu ändern. Laut Studer-Bericht stellte sie Anträge zur Aufhebung von Steuerbescheiden, die als illegal eingestuft wurden. Konkret geht es um reiche Steuerpflichtige, deren Steuern aufgrund der Vermögenssteuerbremse nachträglich erhöht wurden, nachdem die Staatsverwaltung die falsche Praxis korrigiert hatte. Dittli empfand diese Nachzahlungen als unverhältnismäßig und wollte sie rückgängig machen. Ein Eingriff, der juristisch heikel ist. Halt, stopp. Also ist der Amtsmissbrauch nicht, dass sie Steuern hätte eintreiben, sondern dass sie die Reichen hätte schonen. Heißt also, wir haben jahrelange Steuerpraxis, wo Millionäre zu wenig gezahlt haben. Dann will die Verwaltung das korrigieren. Und Dittli steht an und findet so, nein, das ist halt unverhältnismäßig, lassen wir es einfach gut sein. Und fängt dann an, nachträglich in diesen Steuererklärungen rumzupfuschen. Da wird sie jetzt abgesagt. Nicht, weil sie korrupt ist, sondern weil sie nicht diskret genug korrupt war. Am 29. September 2025 beantragte Generalstaatsanwalt Kaltenrieder die Aufhebung der parlamentarischen Immunität Dittlis, um formal ermitteln zu können. Das Büro des Kantonsparlaments gab einen Tag später grünes Licht. Im selben Kommuniqué wurde erwähnt, dass es keine konkreten Hinweise auf eine Amtsgeheimnisverletzung gebe. Dieser Vorwurf wurde daher fallen gelassen. Dittli begrüßte die Ermittlungen als Gelegenheit, die Fakten zu klären und sagte, sie wolle umfassend mit der Justiz kooperieren. Sie betont, keine Steuerveranlagungen annulliert zu haben und sieht sich als Opfer einer Steuerverwaltung, die ihr Informationen vorenthielt. Der Bécher-Bericht rückt Dittlis Vorgänger Pascal Brully von der FDP in den Fokus. Er leitete das Finanzdepartement zwischen 2002 und Anfang 2022. Unter seiner Verantwortung wurde die Vermögenssteuerbremse jahrelang in einer Weise angewendet, die nicht mit dem Gesetz übereinstimmte. Die Steuerverwaltung wusste dies früh, aber die korrigierenden Maßnahmen blieben aus.
Die Verluste für den Kanton könnten laut dem Parteidokument der Mitte in die hunderte Millionen gehen. Während Dittli die fehlerhafte Praxis aufdeckte und eine Korrektur einleitete, geriet sie in Konflikt mit der Verwaltung, die sich gegen eine Anpassung wehrte. Die Mittepartei argumentiert, dass die Steuerverwaltung Dittli Informationen verweigerte, um die Korrektur zu blockieren. Der Bécher-Bericht selbst legt jedoch Wert darauf, die Verantwortlichkeiten nicht abschließend zuzuordnen. Er zeigt bloß auf, dass der Steuerdeckel jahrelang falsch angewendet wurde und eine kulturelle Selbstgefälligkeit im Finanzdepartement herrschte. Viele Beobachter sehen daher eine Doppelmoral. Die jahrelange Begünstigung reicher Steuerpflichtiger wird kaum juristisch verfolgt, während die Politikerin, die die Fehler offenlegte, wegen Amtsmissbrauch angeklagt wird. Dieser Vorwurf findet auch in parteipolitischen Stellungnahmen Widerhall. So erklärt die Mitte Voth, der Bécher-Bericht bestätige, dass Dittli die Wahrheit ans Licht gebracht habe und dass andere Verantwortungsträger verkannt würden. Da scheint die Berichterstattung einfach darauf ausgelegt, die Bevölkerung zu verwirren. Ja, unter den Dittli ist das ganze Steuerchaos überhaupt erst aufgefallen. Die Reichen hätten Millionen nachzahlen und ganz ehrlich, an dem Punkt hätte sie wirklich meine Heldin werden können. Aber natürlich ist dann Gegenwind gekommen und die Reichen maulen, die Verwaltung jammert und was macht sie? Sie versucht im Nachhinein Steuererklärungen so zu verbeugen, dass sie nicht nachzahlen müssen. Die Dittli-Affäre ist schon lange kein Missverständnis mehr. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Verantwortung in der Schweiz funktioniert. Zuerst wird geschlammt, dann vertuscht und am Schluss erklärt sich jede Seite selber zum Opfer. Ja, unter den Dittli ist es leicht gekommen, dass der Kanton Waadt jahrelang Reiche steuerlich bevorzugt hat. Aber statt konsequent aufzuräumen, hat sie sich in Machtspiel verloren. Halbe Wahrheiten und peinlicher Selbstverteidigung. Sie hat das Problem aufdeckt und sich dann direkt selber zu einem Teil davon gemacht. Dass sie jetzt als Symbolfigur zwischen Korruption und Chaos steht, hat sie sich nicht nur verdient, sondern aktiv erarbeitet. Zwischen überhasteten Eingriff in Steuerakten, angeblichen Gesprächen mit Lobbyisten und einer Verwaltung, die sie schon lange nicht mehr respektiert, ist am Schluss kein Rest von Glaubwürdigkeit mehr übrig. Und während sie sich mit juristischen Spitzfindigkeiten ausredet, bleibt das eigentliche Desaster unantastet. Eine Steuerverwaltung, die 20 Jahre lang Gesetze falsch angewendet hat, ein politisches System, das Fehler lieber vertuscht als korrigiert und eine Bevölkerung, die wieder mal zuschauen darf, wie oben versagt und unten gezahlt wird. Dittli hat verkackt, aber das System auch. Und wenn niemand endlich ausmistet, werden die nächsten Dittlis schon in den Startlöchern stehen. Genau, Franzosen haben das mal elegant gelöst. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es die Guillotine seit der Französischen Revolution von 1789. Aber das ist schön, der Bericht ist vorbei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sonntags. Wunderbar. Ein Handstand. Wieso stehe ich immer so Werkler? Aber wie weit tun wir nicht da? Das war ganz am Anfang. Okay, Neil. Ja, da ist es. Was für eine Shitshow. Nicht alle meine Take 1 nacheinander rein, dass die Leute merken, dass es nicht Take 1 ist.